Nishinokyo and Yamato Yagi. The next stop is Tamabashi. 車内は電気やトイレ内を含め全ての箇所で禁煙です。Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Ich bin Calypso. Jona. Und wir fahren in einen buddhistischen Tempel ins japanische Nirgendwo. Nein, wir fahren nach Koyasan, das ist ein Dorf. Naja, wir waren da noch nicht, deswegen können wir gar nicht so viel sagen. Wir lassen uns ein bisschen überraschen. Auf jeden Fall fahren wir nach Koyasan, das ist in den Bergen, weil wir müssen nämlich gleich Seilbahn fahren. Ja, wir kommen von Kyoto und von Kyoto fahren wir jetzt in den Wald und in ein Dorf, wo es ganz viele buddhistische Tempel gibt und die sind alle Vegetarier, die Buddhisten. Das finden wir super, weil ich esse kein Fleisch und dann war das interessant. Haben wir gedacht, interessante Erfahrung. Mal sehen, ob wir um 5:30 Uhr aufstehen müssen zum Meditieren oder ob wir ausschlafen können. Wir wissen nicht mal, ob wir ein geteiltes Zimmer haben mit anderen Leuten oder ja. Auf jeden Fall kann man eine Unterkunft reservieren in einem buddhistischen Tempel über die offizielle Website von dem Dorf Koyasan und man weiß dann auch nicht unbedingt, in welchen Tempel man kommt, sondern man kann so Präferenzen angeben, welchen Tempel man möchte und es gibt 4 Tempel, wahrscheinlich die größten oder die schönsten, wissen wir nicht genau, die man gar nicht als Präferenz angeben kann. Und wir hatten die lassen sich aber reservieren, wenn man früh genug Bescheid weiß, wann man denn dahin möchte. Wahrscheinlich ein halbes Jahr vorher oder so, ja. Dann kann man die buchen, aber wenn man, so wie wir, 3 Monate vorher das anfängt zu planen, dann gibt es leider nicht mehr so richtig viele Auswahlmöglichkeiten und dann gibt es 10, 12 Tempel oder so, wo man auch Präferenzen angeben kann, aber das bedeutet nicht, dass man die auch bekommt. Genau. Das heißt, wir haben einen Tempel erst bekommen, der gar nicht in unseren Präferenzen lag, aber wir haben es trotzdem angenommen und man kann auch das Datum sich nicht so genau aussuchen, man muss halt einfach nach Verfügbarkeit gehen. Und es ist half meal, also wir gehen davon aus Halbpension, dass wir halt entweder Frühstück oder Abendessen kriegen, wissen wir auch gar nicht so genau. Und wir haben unseren Koffer auf jeden Fall den großen Koffer in Kyoto gelassen, im Hostel, damit wir den nicht da bis auf den Berg schleppen müssen. Und ja, gestern hast du eine E-Mail bekommen, dass der Tempel, der uns zugewiesen wurde, dass wir da doch nicht übernachten können und dass sie uns einen anderen Tempel zuweisen. Und wir haben jetzt einen Tempel zugewiesen, der unter diesen 4 oder 5 waren das, oder 3 oder 5 oder sowas, wissen wir jetzt nicht mehr genau, dass wir jetzt verschoben wurden in einen von den großen Tempeln. Ja, deswegen sind wir gespannt, ob das jetzt ein Upgrade bedeutet. Ich gehe davon aus, dass es ein Upgrade bedeutet. Ja, wir haben immer unser Strickzeug dabei. Ich bin jetzt bei der 2. Socke. Und der Zug macht ja auch ein bisschen Lärm und Geräusche. Ich hoffe, das stört euch nicht und wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Also, ja, viel Spaß. Die Fahrt von Kyoto nach Koyasan dauert ungefähr 4 bis 5 Stunden und man muss mehrmals umsteigen. Deswegen ist es gut, nicht so viel Gepäck dabei zu haben. Dieses Wochenende war so ereignisreich, dass ich es in 2 Videos präsentieren möchte. Das heißt, Teil 2 kommt in 2 Wochen und wir haben fleißig an unseren Socken gestrickt. Jonathan hat die erste fertig. Ich bin gerade am Vernähen. Jetzt auf der falschen Seite, aber die erste Socke ist ready zu vernähen mit einer sehr konischen Spitze, aber das scheint meinem Fuß besonders zu gefallen. Ich habe immer wieder anprobiert und deswegen ist es das Beste. Diese Bahn ist sehr, sehr laut. Upsi, ein bisschen ungünstig vernäht. Meisterwerk. Aber außen Hier auch. Das ist auch passiert. Wie geht das denn? Ja, ich weiß nicht, wie du durch die Maschen gefahren bist. Wir sind jetzt in Gokurakubashi angekommen. Wir sind mit dem Zug ein ganzes Stück auf den Berg hochgefahren. Und jetzt fahren wir mit diesem super schicken Cable Car 200 Höhenmeter in die Höhe. Und es ist super steil. Es ist nur 1 Kilometer und es geht 5 Minuten. Also geht ziemlich schnell, aber schon super
steil. Super steil und die Bahn ist auch komisch. Manchmal liegt sie ein bisschen steiler, ein bisschen weniger steil und dann ist es sehr eigenartig zu laufen hier über diese Treppen in der Bahn. Dann müssen wir noch mal einen Bus fahren. Und hier ist es echt eindeutig kälter in Kyoto, es ist ganz schön warm und super sommerlich und voll angenehm. Aber wir haben ja zum Glück genug Klamotten dabei, um uns da warm anzuziehen. Ich schon auf jeden Fall. Ich weiß ich noch nicht. Hast du eine gute Hose Also ich habe die dünne Jacke. Also es gibt 2 Bahnen. Die wechseln dann hier. In der Mitte. Gehen sie sich kurz aus dem Weg und dann. Wow, es geht echt super schön. Richtig verrückt. Durch den Wald. Mega cooles Erlebnis. Also in Innsbruck gibt es auch so eine Bahn, aber die ist noch viel krasser. Ich glaube, die in Innsbruck hat nicht so Stufen und ist nicht so steil, aber die war sehr ähnlich. Wir sind in Koyasan angekommen, da steht die Bahn und wir müssen noch unsere Karte aufladen, sonst kommen wir hier nicht raus und dann können wir mit dem Bus fahren. Die Durchsage sagt auf allen Sprachen, wir müssen zügig in den Bus einsteigen. Also hier verirren sich einige Touristen hoch auf den Berg. Ja, das ist die Station hier oben auf dem Berg auf Koyasan. Wir müssen jetzt schnell in den Bus steigen. Ganz schön aufregend, diese Fahrt hier hoch und ich habe Sandalen an. Meine Füße sind ein bisschen kalt. Los geht's. Einsteigen. Wir sind gut angekommen in Koyasan im Fukuin-Tempel. Wir waren ursprünglich im Daein-Tempel eingebucht, aber wir wurden ja gewechselt in den Tempel direkt daneben. Wir haben uns den Tempel jetzt noch gar nicht von außen angeguckt. Wir wurden jetzt von einem Mönch in unser Zimmer gebracht. Und das ist unser Zimmer, also wir haben wirklich ein privates Zimmer zur Zeit, weil wir waren uns nämlich gar nicht so sicher, ob wir das Zimmer mit anderen Leuten teilen müssen oder ob wir wirklich ein Zimmer für uns allein haben, aber so sieht's aus. Und ja, es ist also ein Tatami-Zimmer mit Reisstrohmatten und abends macht man diesen Tisch eben weg und baut dann seine Futonbetten auf. Wir haben eine private Toilette und wir haben irgendwie diesen Eingangsbereich, was wie so ein Wintergarten wirkt, wo wir halt jetzt 2 Paar Türen zumachen können. Das sind so Papiertüren und wir haben einen Blick auf den schönen Garten da, das sieht super schön aus, wir haben einen Massagestuhl, Sessel, wir haben einen kleinen Fernseher und da ist noch ein Sessel mit einem kleinen Tisch, also super chillig, super schön, Waschbecken haben wir auch und es gibt auch ein Onsen, also ein japanisches Bad in diesem Tempel, wo wir halt heute Abend noch hingehen können. Also der Klobereich ist komplett neu, das Zimmer ist wirklich geräumig. In diesem Schrank sind unsere Futons drin. Und hoffentlich haben wir mehrere Decken. Ja, sieht so aus, weil hier ist es echt ein bisschen kalt. Auf dem Berg ein kleiner Fernseher aus dem letzten Jahrhundert vielleicht. Eine kleine Heizung, da können wir unsere Sachen aufhängen. Der große Tisch hier. Und wir haben sogar Yukatas bekommen, mit denen wir später ins Onsen gehen können. Hier ist unser Massagesessel und der Blick in den Garten ist natürlich schon eine sehr feine Sache. Ja, und jetzt laufen wir ins Dorf. An diesem Nachmittag haben wir gar nicht mehr so viel unternommen. Wir waren im Tourismusbüro und haben ein paar Flyer und Informationsbroschüren abgeholt. Direkt daneben haben wir es kurz vor der Schließung noch in diesen wunderschönen Tempel reingeschafft, um die sehr, sehr schönen Holzarbeiten zu bestaunen und auch diesen sehr beeindruckenden goldenen Altar. In Japan wird es immer ungefähr zur gleichen Uhrzeit dunkel, deswegen dämmert es schon circa um 18 Uhr und wir wollten pünktlich zum Abendessen zurück im Tempel sein. Außerdem waren wir müde von der Fahrt und den ganzen Eindrücken der wunderschönen Landschaft. Bis morgen! Guten Morgen! Wir haben wunderbar geschlafen und schon gefrühstückt und waren auch schon meditieren und wir sind aufgewacht mit diesem wunderschönen Garten im Hintergrund. Und ja, jetzt gehen wir uns Koyasan angucken. Und wir dürfen jeden Tag über diese kleine Brücke hier laufen.
Und schaut euch nur diesen traumhaft schönen Garten an. Es regnet ein bisschen, aber wir haben Regenjacke, Regenschirm und wir sind das ja jetzt mittlerweile gewohnt, dass uns in den japanischen Bergen immer der Regen einholt. Ja, wir sind im Fukuin-Tempel untergebracht und wir dürfen so die allgemeinen Räumlichkeiten filmen. Hier zum Beispiel ist ein super schöner Raum und ich nehme an, das ist eine Harfe. Ich glaube, das ist ein Musikinstrument. Aber ich kenne mich da jetzt nicht so super gut aus, aber so sieht es auf jeden Fall für mich aus, oder? Was meinst du? Ja, sieht aus wie ein Musikinstrument. Ja, ne? Mhm. Sieht man das? Ja. Auf jeden Fall eine sehr schöne Harfe. Sehr elegant. Steht auf 4 Elefanten. Ja, sehr kunstvoll gemacht. Und da hinten lang ging es heute Morgen zur Zeremonie. Um 6:30 Uhr heute Morgen haben wir schon versucht, oder ich zumindest versucht zu meditieren. Ich glaube, Jonathan hat tatsächlich meditiert. Und ja, hier ist ein Tisch mit ganz vielen Briefen. Ich nehme an, das sind so Diplome vielleicht oder so Anerkennungen von den Mönchen. Und ja, sehr schöne Trachten, Gewänder von den Mönchen. Und wie ihr seht, haben alle Zimmer diese Papiertüren und eben Reisstrohmatten. Und da hinten ist die Rezeption. Und wir werden jetzt die ganze Zeit eigentlich von 2 Mönchen oder 2 Priestern begleitet und, nicht begleitet, aber versorgt mit Essen und ja, allem drum und dran. Und jetzt gucken wir uns Koyasan an, es ist ein bisschen regnerisch, ja, mal sehen wie es wird, aber auf jeden Fall ist hier der Haupteingang mit dem Haupttor, um hier reinzukommen. So sieht unser Tempel aus und wir sind an der Hauptstraße von Koyasan. In Koyasan gibt es über 100 Tempel und jetzt glaube ich, das ist das Haupttor und es macht irgendwie richtig Spaß hier zu sein. Es ist gar nicht kalt, es regnet einfach nur. Und unser Tempel ist ausgestattet mit dieser Pagoda, die wir uns noch gar nicht so genau angeguckt haben. Mit einem großen Altar, mit einer großen schwarzen Buddha-Statue in der Mitte und man kann auch einmal drum herum laufen. Hier ist auch ein Gong. Und hier sind viele interessante Artefakte, ganz viele Elefanten. Interessant. Ganz viele Elefanten auf den Bildern hier. Ja, ganz viele Elefantenstatuen. Ich entdecke das jetzt gleichzeitig mit euch. Und man kann tatsächlich Marionetten, ich liebe Marionetten. Marionetten sind eine tolle Sache zum Spielen, zum Kreativsein, sich Fantasiewelten ausdenken. Gut. Wir sind auf der anderen Seite von dem Altar und hier steht Eingang, Ausgang und man darf also hier drunter durch. Mal sehen, was uns da erwartet. Ganz gruselig. Auf jeden Fall laufen wir unter ganz vielen Buddhas unten drunter durch. Wir haben die Lampe vom... So sieht man das. Wow. Das sind irgendwie so Lichter. Wir haben 2 Samurais getroffen, 2 Buddhas. Oder mehr, 3 Buddhas. 3 Buddhas. Ich bin am Haupttempel von Kongo-Buji in Koyasan. Das ist der Haupttempel Kongo-Buji, der von Kobodaishi Kukai gegründet wurde und sich dem Shingon-Buddhismus widmet. Dieser Ort wurde vor 1200 Jahren gegründet vom Mönch und später erleuchtetem Kobodaishi Kukai, der zuerst nach China mit 31 Jahren gegangen ist, um dort Shingon-Buddhismus zu lernen und dann den Shingon-Buddhismus nach Japan mitgebracht hat und hier verbreitet hat. Im Tempel darf man nicht filmen und keine Fotos machen. Das habe ich natürlich respektiert. Wir waren gerade im Tempel. Da sind sehr, sehr schöne Räumlichkeiten, ähnlich wie in unserem Tempel, aber natürlich viel größer und viel beeindruckender. Und die Türen von den Schränken, von den Wandschränken, die sind alle wunderschön bemalt, zum Teil auch mit Blattgold dekoriert. Und das ist wirklich sehr beeindruckend, da einmal den durchzulaufen. Ja, da man drinnen nicht filmen darf,
empfehle ich euch mal selber vorbeizukommen und das zu besuchen. Auf jeden Fall sehr beeindruckend. Und hier ist auch das Hauptzimmer, wo gebetet wird. Das ist auch ein großer Raum mit Reisstrohmatten. Und ja, hier kommen viele Besucher zum Kongo Buji. Hier ist dann der andere Ausgang. Wie ist der Typ nochmal? Kobodaishi. Kobodaishi. Und wir verlassen gerade den Haupttempel Kongo Buji. Und mittlerweile ist die Sonne rausgekommen. Es ist eigentlich ziemlich warm. Aber aus Deutschland ist man es gewöhnt, dass wenn das ein bisschen bewölkt ist und so regnet, dass es dann gleich kalt ist. Aber eigentlich ist es hier ziemlich warm gerade. Das ist ziemlich heiß sogar. Und ja, wir machen uns jetzt auf den Weg zu dem Haupteingangstor von Koyasan. Da ist ein riesig großer Daimon, also großes Tor. Und da erzähle ich euch vielleicht noch ein bisschen mehr über Shingon-Buddhismus und was ich in den letzten paar Stunden seit gestern noch so ein bisschen angelesen habe, um euch das zu erzählen. Und gleich können wir euch auch von unserer Zeremonie erzählen, an der wir heute Morgen teilnehmen durften. Ich bin jetzt am westlichen Eingang von Koyasan angekommen, am Daimon. Daimon bedeutet einfach nur großes Tor und hier ist eine wunderbare Aussicht. Man sieht die traumhaft schönen Berge. Wir sind in der Präfektur Wakayama und wir sind auf dem Koyasan, also auf dem Koya-Berg und circa auf 800 Metern Höhe. Und hier ist der Daimon, der Eingang zu Koyasan, der von zwei riesigen Kreaturen geschützt wird, die jeweils in jeder Säule vom Daimon, vom großen Tor, drin sind. Diese großen Statuen schützen Koyasan, den Eingang zu Koyasan. Und von hier aus gehen auch einige Wanderwege ab, wie zum Beispiel hier hinten. Das ist der Pilgerpfad, den Kukai, also Kobodaishi, verwendet hat, um seine Mutter zu besuchen. In ihren letzten Lebensjahren ist er über diesen Weg gepilgert und viele Menschen pilgern auch noch hierher oder man kann hier auch einfach zum Wandern herkommen. Und so sieht der riesige Daimon-Tempel aus, Tor. Tada! Ja, hier ist auch noch ein Wanderweg und man muss sich vor den Bären schützen und hier ist auch ziemlich viel Verkehr, ehrlich gesagt. Tada! Ist das Tor nicht groß? Das Tor ist gigantisch. In Teil 2 zeigen wir euch noch mehr Tempel und besuchen den verwunschenen Friedhof mit über 200.000 Gräbern der Shingon-Buddhisten.